Hey Leute nach da draußen, ich habe was Neues für euch und zwar, ich habe jetzt da oben eine Kamera hängen. Ach, warte mal, stopp. Nee, ich habe hier etwas von Asus Store oder Asus Store, Asus Store mit am Ende. Keine Ahnung, ich glaube, steht drauf Asus Store und zwar ein neues NAS-System. Ich weiß, was ihr denkt dasselbe wie ich. Haben die irgendwie jetzt eine Playstation genommen und haben da irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Computer irgendwie eingebaut? Ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber ganz ehrlich, lasst uns diese Kiste einfach mal gemeinsam angucken. Und ihr seht schon, die Kamera macht auch ein Bild nach da oben. Was haben wir hier? Ganz wichtig, und ich fange mit dem Allerwichtigsten als allererstes an. Der Port hier sind 10G. Ja, ich kann es sofort kritisieren. Ich denke mir auch, warum baut man nicht lieber einen SFP Plus Port ein? Wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen, um so ein bisschen Flexibilität zu schaffen. Aber gut, wir haben jetzt hier einen AJ45 Port 10G, schon mal vollkommen in Ordnung. Ein bisschen USB und wir sehen auch schon, wir haben so ein SPIF Glas Dingsbums für Tonausgang mit dran. Ist gar nicht meine Zielgruppe. Ich weiß gar nicht, wer baut sich so ein Ding hier zusammen mit dem, wovon ich jetzt gleich rede und schließt das halt eben irgendwie an die Glotze an. Kann man machen, aber gut, ist halt eben eine Meinung und meine Meinung ist da, macht man halt eben nicht. Auf der anderen Seite haben wir nur noch mal einen vereinzelten Port, deswegen sage ich PlayStation und ich weiß gar nicht, ob man es in der Kamera sieht. Hier vorne ist sogar noch mal so ein Infrarotsensor, dann kann man halt eben, was weiß ich, welche Fernbedienung auch immer, ich habe hier keine dabei gehabt, dieses Ding wahrscheinlich bedienen, wenn da irgendwie so ein Plex oder irgendwie sowas drauf läuft. Aber sind wir mal ehrlich, ich würde euch diese Kiste hier nicht zeigen, wäre diese Kiste nicht doch sehr, sehr geil, denn mich hat sie komplett überzeugt und ich zeige auch euch jetzt warum. Und ich zeige euch jetzt erstmal nur, ich sag's euch vorher, die Hälfte, warum sie so geil ist. Schaut mal hier. Das da ist nur die Hälfte. Ich betone nochmal, nur die Hälfte, warum diese Kiste so geil ist. Nein, keine Sorge, wenn ihr diese Kiste hier für, ja, wahrscheinlich teuer Geld kaufen wollt, wie auch immer, werdet ihr diese NVMe-Slots nicht bestückt sehen, sondern ihr werdet leider Gottes einen einzelnen kleinen DDR4 RAM-Riegel mit 4 GB vorfinden, sonst riegeltechnisch nichts. Ich sag's lieber vorher, bevor das große Heulen beginnt, denn diese Riegel sind von mir. Wir haben hier 4x1 Terabyte SN770 und 2x2 Terabyte SN770. Auch da weiß ich, ja, man gibt Module mit Cache und so weiter. Kriegen wir sowieso nicht durch. Ne? Das kriegen wir bei den wenigsten Systemen irgendwie durch, außer im Single-System wie in den PCs geht das Ganze. Aber warum sage ich extra, das ist nur die Hälfte? Naja, wenn man hier diesen Deckel entfernt, und der ist auch spannend, weil der auch direkt mit einer aktiven Kühlung um die Ecke kommt, was auch per USB direkt sich im Gehäuse anschließt. Also das ist echt schön gemacht. Finden wir allerdings auf der anderen Seite auch einfach zugänglich mit 3 Schräubchen weitere 6 NVMe-Steckplätze. Ich schraube das mal für euch auf und dann gucken wir uns das an. So, ihr seht hier oben 1, 2, 3 Schrauben, mehr sind es wirklich nicht. Und dann kann man hier oben den Deckel auch ganz einfach abziehen. Und dann kommen wir auch ganz einfach an die anderen 6 Sockel dran. Und da seht ihr auch, die anderen 6 Sockel sind da. Was schön gelöst ist, weil wir reden ja hier von so ein bisschen zumindest aktiver Kühlung. Ja, auch da hätte man vielleicht eine Lösung finden können, wo dann die Kühlung aktiv quer über alle geht. Aber gut, sind die Sockel halt auch so ein bisschen versetzt, dass zumindest irgendwie so ein bisschen Luft durch die Gegend kommen kann. Naja, egal. Ihr seht hier hinten, RAM habe ich jetzt einfach mal noch einen zweiten 4 GB Riegel reingeschoben. Wahrscheinlich würden die einen 4 GB auch reichen. Und da gibt es auch natürlich von mir wie immer Feedback. Lieber Asus Store, in so einer Kiste, die annähernd Amazon Flurpreis 1000 Euro kostet, what the fuck, investiert die 30 Euro und gibt den Leuten doch mal zumindest 8 GB RAM. Also, Leute, das ist echt EK 10 Euro. Haut da mal noch einen Riegel rein. Verfickte Scheiße. Warum immer nur diese 4 GB Piss-Gigabyte RAM? Da krieg ich zu viel. Sonst haben wir hier erstmal weiter nichts Spannendes zu entdecken. Also ihr seht, wenn wir wollen, können wir 12 NVMe's da reinkloppen. Und die können wir natürlich auch mit dem normalen Betriebssystem, was hier drauf ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Asus Store OS, sehen wir ja gleich, kann man die halt eben wirklich RAID-technisch wunderbar befeuern. Da kommt dann halt eben, ich glaube, das Betriebssystem von Asus Store gibt halt eben entweder ein X4, auf gar keinen Fall machen, Leute. Ihr wollt Performance und ihr wollt ein paar Features und ein paar Funktionen. Better FS bitte auswählen. Und wir gehen jetzt hin und werden diese Kiste bei mir unten in mein Rack reinstellen, 10G dran klemmen und glaubt mir, ich habe das schon getestet. Aus dem Ding kommt richtig was raus.
3 Tage später. So, ich war jetzt unten, habe alles aufgebaut. Wir gucken uns ganz kurz trotzdem nochmal 2 Specs an, damit ihr nachher nicht sagen könnt, das habe ich nicht gehört. Da ist eigentlich nichts großartig Besonderes dran an der Kiste. Was mich einfach super weggeflasht hat, sind halt eben wirklich die 12 NVMe-Slots, die ich da reinknallen kann. In der heutigen Zeit gibt es auf unserem Markt einfach nichts Vergleichbares. Nichts, ich wiederhole nochmal, nichts Vergleichbares und gerade im Konsumentenmarkt gibt es nichts. Ganz wichtig, was ich euch zumindest einmal sagen muss, wenn wir irgendwann, und das ist ja die wichtige große Betonung, das sehen wir jetzt gleich gemeinsam, wenn wir die ausgiebigen Performance-Tests machen, wenn wir irgendwann einen Bremser mal haben sollten, da sind wir aber schon extrem weit, dann ist das, wenn die CPU da drin. Ne? Die 5105 ist das Modell zu dem Zeitalter von vor einem Jahr ungefähr oder vielleicht vor 1,5 Jahren, wie auch immer was, gerade auch mit DDR4, DDR5 wäre schon geil gewesen, mit einem N100 oder N305. Naja, egal. Das reicht, was da drin ist, vollkommen aus und das zeige ich euch jetzt, denn wir fangen an, mit dem Ding mal so ein paar Performance-Tests zu machen. So, vorneweg, wer sich für diese ganze Software hier interessiert, von diesem Asus Store, was da drauf ist. Ich habe vor ein paar Monaten irgendwann ein Video gemacht zu einem anderen Asus Store. Die Software hier drauf ist absolut brauchbar. Es ist alles schnell und zügig und funktioniert. Es bietet mir all die Optionen, die ich in einem NAS-Bereich von SMB, NFS, iSCSI und so weiter brauche. Ich habe einen App Store. Im App Store kann ich alles Mögliche installieren. Ich kann Dockerisierung machen. Ich habe einen File Explorer. Ich kann hier SNMP und Alerting und tralala machen. Alles mit dabei, gehen wir jetzt gar nicht durch. Was wir jetzt machen, ist natürlich dieses Ding hinsichtlich auf das testen, was ich von diesem Ding erwarte. Das heißt, Daten rein, Daten raus und das zwar zügig. So, hier nochmal meine Teststellung. Ihr habt es gerade eben ja live gesehen. Volume 1 haben wir hier ein paar Disks drin oder ein paar Drives drin, nennen wir es mal. M2, 1, 2, 3, 4 mit jeweils 1 Terabyte und dann nochmal 2 Stück mit 2 Terabyte. Nein, die habe ich nicht in ein Volume geschmissen, sonst wird das Ganze runtergeschrinkt werden. Und da sehen wir es, Volume 2, einmal die 2x2 Terabyte und hier Volume 1, die 4x1 Terabyte, RAID 5. So, und ich würde vorschlagen, wir fangen gar nicht jetzt bei den Platten an, sondern auf dem Connection Layer. Und auf dem Connection Layer heißt es relativ einfach, wir müssen einen Netzwerk-Performance-Test machen. Die Kiste ist bei mir hier mittels RJ45 natürlich, bei mir an meiner Switch-Infrastruktur angeschlossen. Das heißt also, wir haben wirklich nur einen Switch dazwischen, zwischen meinem MOX-Server, der mit 40 Gigabit angeschlossen ist, und halt eben dieser Kiste hier, die halt eben mit 10 um die Ecke kommt. Wie der Zufall es will, kann man sogar über den App Store von Asus Store diesen iPerf installieren. Und ich mache jetzt hier erstmal nichts anderes, als den iPerf-Server zu starten. Wie gesagt, wir testen jetzt erstmal den Netzwerklayer. Ihr seht, ich habe hier schon allerhand Tests gemacht und wir sagen jetzt hier einfach mal iPerf 3, Client 192, 4025. Selbes Netz, es wird nichts geroutet, Switching ganz einfach, Volldampf. Wir machen erstmal nur einen einfachen Single-Test. Ganz wichtig, was habe ich bereits getan, um überhaupt auf die vollen 10 Gigabit zu kommen? Natürlich, ich habe an allen Stellen erstmal gesagt, Jumbo Frames, logisch. Mit MTU 1500 kommt man da auch drauf. Ich zeige es euch natürlich. Hier haben wir 40230 MTU 9000. Das heißt, mein Server spricht schon mal Jumbo Frames, Haken dran, passt. Dann hier auf dieser Seite, auf dem Netzwerklayer, selbstverständlich. Auf dem Asus Store an sich selber haben wir hier auch einmal das LAN-Interface. Das LAN-Interface kann MTU 9000. Die Profis unter euch wissen, das reicht nicht nur, wenn wir das da machen, wir müssen das Ganze schließlich auch noch auf dem Netzwerklayer machen. Da haben wir das Ganze für den Netzwerklayer, einmal die NAS Asus Store MTU 9000, Layer 2 MTU 9216, genauso hier über QSFP 40G, auch da 9000, 9216. Das heißt, der Netzwerklayer ist sozusagen komplett eingestellt und wir können das Ganze halt eben endlich auf 9,9, fast 10 Gigabit voll durchjagen. Und wir können uns jetzt gleich natürlich so ein bisschen auch die CPU anschauen. Das Ding tut sich natürlich erstmal nur langweilen, wenn wir so ein bisschen, wie soll ich sagen, langweiligen Netzwerktest machen. Das machen wir jetzt auch. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Allerdings, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Wir haben zwar gerade Gas gegeben mit 10 Gigabit, mehr ist halt einfach nicht drin, aber ich kann ja auch einfach mal Paralleltests machen, und zwar 30. Damit wir einfach mal über den Netzwerklayer 30 verschiedene Verbindungen drüber jagen. Da seht ihr schon, CPU-technisch geht das Ding
natürlich, guckt links, ihr müsst links gucken, da links oben das blaue Ding aktualisiert sich leider nur irgendwie alle 10 Sekunden. Geht natürlich schon so ein bisschen hoch, allerdings erstmal grundsätzlich kein Problem. Wir können das Ganze auch nochmal umdrehen, ne? Ich will nicht, dass hier irgendeiner sagt, irgendwas ist hier irgendwo langsam. Wir kriegen hier volle Pulle die 10G, durchgängig 9,9, 9,9. Das funktioniert, überhaupt kein Problem. Wir können es auch nochmal ein Tickchen weiter drehen. Lasst uns mal sagen, wir machen UDP mit einer Bandbreite von 10G und sagen das Ganze nochmal auf Receive. So, und da sehen wir auch keine Paketverluste. Wir ziehen hier volle Pulle die 10G durch. Also Netzwerk, großer grüner Haken dran. Vollkommen in Ordnung, CPU-Auslastung währenddessen für 10G, vollkommen in Ordnung, grüner Haken dran. Wir gehen einen Step weiter. Netzwerk haben wir einen Haken dran, jetzt gehen wir zum Storage. Storage habe ich halt eben erstmal eingerichtet, wie man es halt eben macht. Ich habe mir hier ein Volume angelegt, auf dem Volume hängen halt eben ein paar Share-Freigaben und auf der Share-Freigabe hängt für mich jetzt im Endeffekt einfach mal, ja, einen NFS-Share. Ich brauche ja nur über Shared Folders gehen, suche mir jetzt einmal hier Vol 2 oder meinen Public-Ordner raus, die ich da angelegt habe und sage dann jetzt hier unter Access Rights kann man sagen NFS-Privilegien, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und da kann ich dann sagen, wer greift dann überhaupt drauf zu und wer soll drauf zugreifen? Hier mein 40G Proxmox-Dienst und der kommt hier ganz normal per NFS, auch das zeige ich euch, um die Ecke und jetzt gleich wird es ein bisschen tiefer. Er kommt ganz normal per NFS um die Ecke, ganz wichtig, per NFS V4.2 gemappt mit einer Block-Size von 1 M. Gucken wir uns selbstverständlich an, also von 1 Megabyte. Wenn wir jetzt einfach nur sagen Mount, sieht er das hier unten. Ich weiß, alles schwer zu sehen, müsst ihr halt zwischen den Zeilen gucken. Da haben wir ASUS Store Vol 2 und dann steht da Read Size, Write Size in 1 Million, tralalala, also 1 Megabyte Block Size. Sorry, ich hatte eben hier ein bisschen rumgespielt, bei dem steht jetzt hier NFS Version 4.1 und bei dem anderen 4.2. 4.2 ist der Default-Wert, der Proxmox halt eben dort selber einträgt. Ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt hier auf FIO-Tests und sonst was runtergehe, zeige ich euch erstmal so ein bisschen die Realität, was halt eben draußen so passiert. Wir haben hier einen schönen kleinen Proxmox-Host. Wir haben hier eine schöne kleine Debian-Maschine, wo wir jetzt einfach mal diese Harddisk nehmen und sagen, wir moven sie jetzt einfach mal rüber auf die ASUS Store. Welches davon ist mir eigentlich auch total Wumpe und sage hier einfach mal Move Disk. So. Das ist das, was wir hier sehen. Du liebe Zeit. Gut, er macht natürlich jetzt auch währenddessen die Nullen, schiebt er halt eben irgendwo rüber. Ihr müsst auf die Zeile immer achten. Da steht auch gerade, dass dann ein bisschen über den Netzwerklayer drüber geht und zwar im Transmit vom ASUS Store aus so 6 Gigabit bis 8 Gigabit. Wie gesagt, das sind die Tests, die Realität so ein bisschen nahe stellen mit unserem Doing, was wir hier jeden Tag halt eben auf unseren Maschinen tun. Bei so einem FIO-Test, der jetzt gleich wirklich sagt, sequenziell Write oder halt eben wirklich Random Writes, das sind halt eben Sachen, da kann man dann alles schön mit testen. Ich finde das hier aber immer anschaulicher, weil es bildet so ein bisschen die Realität dar. Und jetzt noch einmal die Rolle rückwärts, das heißt, wir moven die ganze Scheiße jetzt einfach wieder auf Local zurück und sagen Move Disk. Das heißt, wir müssen uns die ganze Kacke jetzt ziehen, ihr seht schon. Der holt sich das alles da raus, wo wir uns halt gar nicht vermuten, nämlich aus dem Cache. Und das ist auch immer so die Sache, die wir halt eben bei solchen Tests halt eben häufig immer vernachlässigen, die Realität. Deswegen gehen wir jetzt mal weg von der Realität, denn das ist eigentlich das, was die Leute, die die Videos hier kritisieren, sehen wollen. Die wollen sehen, wie wir mit einem FIO-Test oder mit einem HD-Palm oder mit einem DD halt eben auf der Platte einfach mal rumrödeln. Also die Nicht-Realität. Und die Nicht-Realität gucken wir uns jetzt an. So, dann im Ordner PVE ASUS Store haben wir hier irgendwie V2. Habe ich sowieso schon irgendwo einen Ordner angelegt namens Sysbench. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein. Da liegen ein paar Testfiles drin. Und wir machen jetzt als allererstes mal einen FIO-Test, um zu sehen, was kann denn die Kiste einfach draufschreiben. So, ich habe mal ohne euch getippt, das ist immer am schnellsten, also FIO, wir machen einen einfachen sequenzielles, also sequenziell nochmal für euch Leute, heißt wirklich, wir schreiben auf die Platte nicht bim, 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 bim da, sondern wir schreiben gerade runter. Ist für eine Festplatte immer am einfachsten. Das machen wir jetzt als allererstes. Natürlich, gleich wird es komplexer und immer realitätsnäher. Also, wir geben einfach mal Gas. Block Size 1 Megabyte. Wir wollen 10 Gigabyte darüber spulen. Wir gucken zwischendurch auch hier drauf. Wie wir hier sehen, 10 Gigabit. Ne? Nur mal so als kleiner Hinweis. Spitzenlasten 10 Gigabit. Wir sind jetzt gleich sowieso schon wieder fertig. Und dann sehen wir nachher auch, was dabei rauskommt. Im Endeffekt, auch hier wieder jetzt, wir haben 7 Sekunden angeblich gebraucht für 10,7 Gigabyte. Wenn man das jetzt mal grob hochrechnet, ja, könnte das unter Laborbedingungen fast passen.
Doch trotzdem, wir müssen dabei immer noch den Cache und so weiter mit betrachten, denn solche Tests sind immer, wenn man das genau haben will, hochkomplex. Ich könnte jetzt hier noch einen Direct gleich 1 mit hinterher schieben, dann wird in der Regel so der Cache so ein bisschen an uns vorbeigeschoben. Aber schaut mal hier, wir bekommen jetzt hier gerade einfach mal so eine kleine Realitätsanzeige dann jetzt angezeigt mit 600, fast 700 Megabyte pro Sekunde. Hier sind wieder so die 5 Gigabit, das heißt, wir nähern uns so ganz langsam mal der Realität an und das da ist schon ein sehr guter Realitätswert. Zwar keine volle 10G, wir gucken mal, ob wir jetzt den Test hier nochmal machen und das Ganze uns dann auch nochmal in der CPU anzeigen lassen, was diese Kiste da so im Hintergrund tut. Ich mache das Ganze mal auf und wir schieben den Test noch einfach mal durch. Das hier ist natürlich jetzt auch Schreiben. Da muss man immer dazu sagen, das ist Schreiben auf die Kiste in einem Vollgas durch. Wir seht, wir haben noch Overhead und wir brauchen auch den Overhead alleine aus dem Grund, die Realität, Leute, ich sage es ja nochmal, die Realität sieht anders aus. Die Realität sagt, ich habe da drauf 10 VMs laufen, die halt eben die ganze Zeit durch die Gegend wursteln. Das heißt, wir haben Random Reads und Random Writes die ganze Zeit. Zwar nicht unter Volllast, aber halt eben trotzdem die ganze Zeit ein bisschen. Und das werden wir jetzt machen. So, ich habe den Test vorbereitet und da haben wir ihn jetzt. Wie gesagt, auch das ist vielleicht ein Ticken realitätsnah dran. Also zur Erklärung, FIO-Test, Random, also kreuz und quer durcheinander, RW, Read und Write. Wir definieren hier noch nicht, was der Anteil von Read und was der Anteil von Write ist. Ne? Wieder 10 GB, bitte Direct 1, Block Size 1 MB und los geht's. Jetzt gucken wir einfach mal drauf, was jetzt passiert. Auch jetzt ganz wichtig, Leute, das ist ein Job. Rein theoretisch müsste ich diesen Befehl sogar noch erweitern durch Parallelitäten, durch Parallelitätenjobs. Das heißt, dieser Job läuft nicht einmal, sondern halt eben viel mehr. Das Ergebnis in diesem Falle ist jetzt mal Read 409 Megabyte die Sekunde und Write 413 Megabyte die Sekunde. Auch das ist wieder eher der Weg, wo ich sage, ja toll, das gefällt mir, wir machen den jetzt nochmal, während ich hier quatsche, damit wir live auf die CPU-Anzeige gucken können. Das ist vollkommen in Ordnung. Also wir machen hier auch gerade eben 2 Richtungen. Denkt immer dran, wir pumpen gerade in die eine Richtung, pumpen in die andere Richtung. Das ist für so ein Ding schon einen gewissen Aufwand, was er da halt eben tun muss. Und wir machen das Ganze nochmal und schauen währenddessen dann nochmal hier unten auf den Netzwerklayer drauf. Also wir sehen hier gerade 4 Gigabit in die Richtung, 4 Gigabit in die andere Richtung. Das heißt also auch da, wir lasten das wirklich gerade gemeinsam perfekt aus. Wir nähern uns so ganz langsam der Realität, was das System wirklich hergeben kann. So, ich hoffe jetzt alles richtig getippt zu haben. Jetzt machen wir mal einen Test, wo wir wirklich sagen, wir machen jetzt mal Read und Write, aber dieses Mal nicht random, sondern einfach mal wieder sequenziell. Trotzdem gleichzeitig, allerdings einfach mal mit 6 Jobs parallel mit 10G. Das heißt, das Ganze wird auch ein Momentchen dauern. Wenn ich alles richtig geschrieben habe, sollte er es machen. Er fängt jetzt erst einmal gerade an, die Dateien auszulagern. Er legt ja für seine Testsequenz die Dateien aus. Das können wir jetzt auch hier schön sehen, dass er jetzt gerade einfach nur die Daten darüber pumpt. Bam, 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 bam. Ne, und diese ganzen Daten da anlegt. Und dann gleich halt eben, wenn der 6. Prozess vorbereitet ist, diesen Test erst fährt. So, die Vorbereitung von dem Test sollte jetzt gleich durch sein. Ihr seht auch, dieses Anlegen der Dateien erfordert natürlich für ihn auch ein bisschen Stress. Ganz einfach aus dem Grunde, weil der dann wirklich mal richtig auf die Platten runterschreiben muss. Jetzt läuft der Test gerade eben. Jetzt sehen wir wieder so ein bisschen, ihr habt es gerade gesehen, so ein bisschen mehr Realität wieder. Parallelitäten und so weiter. Und wir haben nicht nur random, sondern wir haben halt einfach mal so ein bisschen alles dabei. Und schon landen wir wieder bei ganz anderen Zahlen, sondern bei 600, 700 Megabyte stürzen dann mal ein, weil dann doch mal andere langsam sind als die anderen. Wichtig ist eigentlich nur das Ergebnis gleich in Summe. Da ist das Ergebnis schon. Wir haben jetzt wirklich komplett einmal 32 GB in die eine Richtung, 32 GB in die andere Richtung geballert und wirklich das Summa summarum unterm Doppelstrich waren jetzt gerade, wir haben 611 Megabyte die Sekunde da drauf geprügelt. Also in diesem Test waren es jetzt wieder 6 GB. Und das ist auch das Wichtige, was ich euch mit diesen ganzen Tests immer vermitteln will. Die Realität lässt sich in der Regel mit solchen Tests, und das ist so wichtig dabei, überhaupt gar nicht darstellen, weil einfach die erste VM macht halt eben gerade irgendwas Sequenzielles, die nächste VM, da läuft gerade eine Datenbank, wo halt eben absolut random unterwegs ist und nur anhand von dem immer zu sagen, was kann diese Büchse, ist halt super, super schwierig. Trotzdem, ich kann euch ja mal aus meiner eigenen Erfahrung gerade sagen, ich habe dieses Ding jetzt bestimmt schon seit 2 Stunden netzwerktechnisch und
wie auch immer, was technisch komplett penetriert. Nur in den seltensten Fällen, wenn wirklich absolut random durch die Gegend läuft, dann geht dieses Ding halt eben so an die 90% CPU-Last und deckelt halt oben dann ab. Aber dann sind wir in der Regel auch bei 600, 700 Megabyte pro Sekunde, die wir schon über diesen Netzwerklayer ganz normal drüber prügeln, so wie in diesem Test hier. Aber ganz ehrlich, ich kann ja auch einfach nochmal einen realitätsnahen Test machen. Das heißt, ich habe vorhin, soweit ich mich noch erinnern kann, irgendwo auf irgendeine der ASUS-Stores einfach mal ein Backup drauf gemacht. Und ich gehe jetzt mal hier hin und sage jetzt hier einfach mal Restore. Wie gesagt, realitätsnaher Test. Ne? Das ist ein ganz normaler Restore von einem Backup, was ganz normal, ich hoffe, es liegt eigentlich, jetzt muss ich gerade mal mich selber, ja, es liegt auf der ASUS-Store drauf und das ziehe ich mir jetzt einfach mal raus. Und das nennen wir jetzt mal Restore 1 und ich schieße mir das Ganze ganz normal jetzt erst einmal hier zurück. Das Ganze wird wahrscheinlich wieder super, super schnell gehen. Wir gucken realitätsnah da drauf. Was kriegen wir hier gerade? 5,6 lesen, 4,5, 3,2, 4,1. Jetzt gucken wir schnell darauf, ob wir irgendwas CPU-technisch hier sehen bei dem Ding. 17%, mehr aktualisiert er jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich ist der ja auch schon fertig. Es war halt eben nicht gerade viel. Das heißt, wir ziehen uns trotzdem auch in diesem Falle wieder realitätsnah 400 bis 500 Megabyte pro Sekunde aus der Kiste raus. So, ich will gar nicht den Bogen überspannen. Bei diesen ganzen Tests, ich habe euch eben schon gesagt, ihr müsst immer dran denken, was da auch zwischenhängt. Dazwischen hängt ein Switch, dazwischen hängt halt eben zweimal ein Netzwerklayer. Wir haben ein Protokoll auch noch, so ein so ein beschissenes, nein, es ist toll, ein NFS-Protokoll, wo die Daten auch noch irgendwie rein müssen. Auf der anderen Seite, auf dem Storage, müssen die halt eben auch noch ins RAID gelegt werden. Dazwischen ist vielleicht sogar noch ein Cache, der dazwischen auch noch irgendwie sagt, hallo, ich will irgendwie noch mitspielen. Und dann soll die ganze Scheiße untenrum noch auf einen RAID runtergeballert werden. Und dieses RAID will auch noch eine Parität irgendwie berechnet haben. Deswegen denkt bitte immer dran und denkt nicht daran, 600, 700 Megabyte seien schlecht für so eine NVMe und wenn da auch noch mehrere drin sind, das ist vielleicht der Fall, wenn ihr so eine Karre direkt in euren PC einbaut, dann könnt ihr mal so Werte erreichen wie Gigabytes pro Sekunde. Auch die erreichen wir hier, keine Frage. Aber es kommt halt eben auf den Workload an. Kommen wir, würde ich sagen, mal zum Schnellfazit. Also ganz ehrlich, ASUS Store. Wir nennen das Ganze jetzt ja hier Flash Store 12 Pro. Ganz wichtig, es gibt sogar von dieser Kiste eine abgespeckte Variante, die hat dann 6 NVMe-Slots. Problem? Ihr kennt das Problem, ne? Ihr kennt das Problem. An irgendwas anderem sparen sie dann auch. Dann haben sie da diese schönen 6 NVMe-Kiste, die nicht ein halbes Vermögen kostet, nur 2,5G Interface, anstatt halt eben auch einfach da ganz normal zu sagen, alles klar, wir setzen auf 10G. Nein, da machen wir dann irgendwie 2,5G. Ja, kostet alles Geld, aber ich verstehe in manchen Teilen das Marketing nicht. Ganz ehrlich, ich bin überzeugt davon. Es ist auf dem Markt das Einzige, was es irgendwie gibt. Die Einzigen, die einfach mal sagen, ich packe in eine Playstation ganz einfach mal 12 NVMEs, 12 NVMEs rein und verkaufe das halt eben ganz normal an meinem Consumermarkt. Und wenn ich mich mal bei den großen Big Playern dieser Welt aus dem Consumermarkt orientiere, na, habt ihr schon mal sowas da gesehen? Ich nicht. Die verkaufen einem immer All-Flash-Storage. Ja, 2,5 Zoll Scheiße mit SSDs halt drin. Deswegen, ich finde den Ansatz nicht schlecht. Logisch, Zielgruppe ist klar, oder? Zielgruppe ist definitiv klar. Das sind halt eben Leute, die mit großen Daten rumherwursteln, also große Fotos, Videosachen. Das Ding geht ab. Das ist genau dafür da. Ihr speichert Videos ab, ring, die werden runtergeschrieben. Ihr speichert irgendwelche großen RAW-Fotos oder sonst was, ring, die werden runtergeschrieben. Alles halt eben sequenzielles Schreiben oder sequenzielles Lesen und so weiter. Gerade dafür ist das genau das Beste und das beziffern sie auch bei sich auf der Webseite. Also ja, gerade dafür gibt es einen Einsatzzweck und gerade für mich gibt es den Einsatzzweck. In meiner virtuellen Umgebung habe ich endlich mal einen Storage, der 100% NVMe ist. Ich habe 10G-Anbindung. Ja, SFP Plus Slot wäre ganz nett gewesen und es funktioniert extrem gut. Ich werde natürlich jetzt einen Step weitergehen, werde dieses Ding noch ein bisschen weiter penetrieren und da zwar mal noch ein anderes OS und zwar ein Unraid einfach mal draufknallen, um einfach vielleicht ein bisschen tiefer mal noch schauen zu können, was können wir aus dieser Kiste so ein bisschen rauskitzeln, denn wir haben ja drauf geguckt, aktiv ist auf dem Ding nicht gerade sehr viel zu sehen und auf diesem Betriebssystem, was da drauf ist von ASUS Store halt eben auch nicht.
Jetzt habe ich hier schon wieder 20 Minuten lang euch vollgequatscht. Wenn ihr irgendwie spezial, was auch immer, was von der Kiste irgendwie wissen wollt, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, bevor das nächste Video kommt, was ich mir noch unbedingt angucken muss oder testen sollte, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Dann werde ich das im nächsten Video, wenn es denn dann geht und reinpasst, mit berücksichtigen. Vielen lieben Dank. Ihr macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.